Und nun der zweite Teil unserer Videoreihe 3 Jahre Postkoffer. Mein Fazit nach 20.000 Kilometern. Viel Spaß! Anderthalb Jahre haben wir nur für den Ausbau gebraucht, obwohl wir geplant haben 2 Jahre. Das liegt aber auch daran, dass wir Glück hatten, dass ich das eine Jahr einen Winterquartierplatz für den Postkoffer hatte bei uns auf der Arbeit. Wir haben noch, ist eine ehemalige Feuerwehr, die weiß ich nicht, ist angemietet worden und da ist auch eine Grube und hin und her und das ist aber eigentlich nur Lagerraum. Und ja, da habe ich mich mit dem Chef geeinigt, dass ich da mal über Winter mein Auto warm und trocken, weil Halle beheizt, einlagern kann für ein paar Monate. Und dann, das habe ich natürlich ausgenutzt, um dann weiter an diesem Fahrzeug zu basteln. Und dann waren wir nach 1,5 Jahren eigentlich soweit fertig. Ja, kommen wir noch einmal zurück zum Motor selber, zur Fahrzeugtechnik. Der Motor selber, damit habe ich überhaupt gar keine Probleme. Also das sagt auch mein Meister hier von der Werkstatt. Er sagte, wenn diese Motoren Langstrecke kriegen, absolut kein Problem. Getriebe, ja, macht hier und da mal Geräusche. Das ist ja so ein Agil-Getriebe, so ein Automatikgetriebe. Hatte ich auch schon mal mehrfach was zu gesagt. Ja, ist gewöhnungsbedürftig. Und jetzt in diesem letzten Urlaub, 2026 in Kroatien, da sind wir die Magistrade mal etwas länger lang gefahren. Und wer die Magistrade kennt, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Schaltvorgängen, also wirklich, das Fahrzeug hinter sich gebracht hat. Wahnsinn, Wahnsinn. Und da habe ich gesagt, nee, das ist, weiß ich nicht, ich habe kein Problem mit dem Getriebe. Das war auch noch brütend heiß da unten. Ich meine, dieses Jahr sind ja die ganzen Waldbrände da unten entstanden und Kroatien. Ich weiß nicht, wir hatten auch wieder, weiß nicht, irgendwo wühle ich mal gleich das Foto raus, das war morgens irgendwie 8:30, 9 unter der Markise, 39 Grad und die Mittagshitze kam noch. Und ja, wir sind dann ja auch, meistens verlässt man den Platz so um 9, 10 Uhr. Nicht um 19 Uhr, sondern zwischen 9 und 10 und dann fährt man weiter. Und dann sind wir ja zuerst nach Krk, dann Richtung Split, von Split nach Dubrovnik und von Dubrovnik aus wieder zurück auf die Insel Pag. Und auf jeden Fall von Krk nach Split sind wir die Magistrade runter. Boah, also wie gesagt, das Ding hat geschaltet, also Wahnsinn. Und dann war der Hitze top, mega. Also super durchgehalten, aber ich hatte da auch Probleme nachher mit der Anfahrt auf dem Campingplatz. Das Navi hat mir Stau angezeigt und gesagt, Mensch, fahren wir unten mal am Hafen lang. Das ist auch wieder, was zur Technik auch gehört und meine Erfahrung mit diesem Fahrzeug. Das war eigentlich eine Baustellenstraße, wo wir den Stau umfahren haben. Zuerst schön Hafen, oh geil, sieht toll aus hier, mega. Und danach wurde es Baustelle und dann nicht wie in Deutschland hier mit Ampel und so. Da musst du, was von vorne kommt, das weiß ich nicht. Da musst du gucken, wie du da beiseite kommst. Und an einer Stelle ging das so S-förmig, so leicht, ja, so eine ganz leichte S-Kurve nur, wo ich auch am Kurbeln war. Und da waren sowieso schon Schlaglöcher und dann ging das so bergab und dann kam von vorne einer und dann war ein Monster. Also ich habe nachher zum Schluss gesagt, das war eine Motocross-Strecke. Also es war wirklich, das hat gescheppert, das hat geknallt. Ich dachte einmal, wir sind ja immer mit dem Anhänger unterwegs bei so Touren, weil wir das Motorrad dann ja mit haben und allem drum und dran. Katastrophe, das war echt eine Motocross-Strecke. Ich dachte, der Anhänger fliegt hinten ab. Und das weiß ich nicht. Ich war dann auf dem Campingplatz und habe gesagt, Alter, bin voll stolz auf die Karre, weil die mich hierher gebracht hat und keine Mocken gemacht hat. Da war nichts irgendwie an dem Fahrzeug. Also robust gebaut sind die schon. Und wo wir nachher Probleme bekommen haben, ist von Split nach Dubrovnik und zwar mit dem Getriebe. Wie gesagt, Motor läuft. Ja, okay, mit Anhänger bei den Temperaturen, hatte ich ja auch schon mal gesagt, ist das Auto ein bisschen untermotorisiert. Und wenn er dann ordentlich zu tun hat, dann siehst du schon, Kühlwasser geht ein bisschen hoch. Und dann haben wir halt nachher gesagt, nee, wir machen dann immer drin so oldschool-mäßig Heizung an, Fenster runter. Dann siehst du richtig, wie die Temperatur runtergeht. Funktioniert allglatt. Ich war am Überlegen, mir da noch größere Lüfter, andere und einzubauen. Aber
Ja, weiß ich nicht, fahre ich jetzt noch mal bei den Temperaturen nach Kroatien, glaube ich eher nicht, weil wir dann jetzt so doch mal kürzere Strecken jetzt wieder fahren wollen, weil wir dann auch öfters den Hund mitnehmen wollen und. Aber eine andere Geschichte. Ja, was für Probleme gab es denn da? Wir sind ein Stück Autobahn gefahren, alles eigentlich easy peasy. Natürlich geht es bergauf, bergab und hohe Temperaturen. Und dann bin ich, weiß ich nicht, von der Autobahn runter und dann schaltet er ja automatisch runter. Und als ich wieder losfahren wollte, hat er mir den ersten Gang angezeigt und ich habe aber Gas gegeben und das war nicht der erste Gang drin. Da war gar nichts drin, da war neutral drin. So, dann habe ich da, also natürlich bist du in Panik, hinter dir ein LKW und dann nochmal Autos und hin und her. Der erste Handgriff war Warnblinker an und ich stand schon so halb auf so einer ganz großen Abfahrtkreuzung und hin und her. Ampel geschaltet und ich so, ach du Scheiße, also jetzt hast du das Problem, was andere des Öfteren mal mit dem Fehlercode beschreiben in ihren, weiß ich nicht, Facebook-Posts und. So, und dann habe ich habe dann nochmal wieder in Neutral geschaltet, wieder in Manuell, dann ging das nicht, wieder in Neutral und dann bin ich, nicht in Manuell, so Automatik und dann bin ich wieder zurück und da bin ich dann einmal in Manuell rein. Und dann hatte er den ersten Gang erwischt und dann tuckerten wir da diese Kreuzungsbereich raus im ersten Gang und dann ging das so leicht bergauf und ich dachte da vorne, guck mal, da ist glaube ich ein Rastplatz, da fahren wir jetzt erstmal hin. Ja, das war dann doch kein kleiner Rastplatz oder kein kleiner Parkplatz. Na? Und ich tuckerte da im ersten Gang und ich so, ja, entweder riskierst du es jetzt oder nicht. Und dann habe ich wieder von manuell in Automatik geschaltet und siehe da, er hat ganz normal weitergeschaltet. Also, ab dem Punkt auch wieder Magistrade sind wir dann weitergefahren. Der hat dann wieder, ich weiß nicht wie viele Schaltvorgänge hingelegt. Also, es war echt Wahnsinn. Und er hat sich da einfach scheinbar nur verschluckt. Weiß ich nicht, ob das Steuergerät zu heiß geworden ist, irgendwo von einem Sensor ein Signal fehlte oder. Ich habe keine Fehlermeldung bekommen, kein gar nichts. Seitdem habe ich das Problem auch überhaupt nicht mehr wieder gehabt. Ich schätze mal beim Runterschalten von der Autobahn, irgendwo ging da ein Signal verloren. Er wusste nicht mehr, in welchem Gang er war und brauchte dann ein bisschen und das war es dann auch. Also wie gesagt, vom Getriebe her kann ich eigentlich gar nichts Schlimmes sagen. Was ich dann in Dubrovnik hatte, mal wieder so ein Einweiser vom Campingplatz, wie hieß denn das? Da fragte ich noch, da war die Schranke unten, dann hat er mir vom anderen Parkplatz eine Schranke aufgemacht, habe extra gefragt, ich habe einen Anhänger hinten dran, ob ich da wenden kann. Ja, kannst du wenden. Ja, Pustekuchen, kannst du nicht wenden. Und dann hast du da hier einen Stellplatz, kleiner Weg, nochmal einen Stellplatz, das war so ein leerer Bereich. Und dann musstest du da 15 Mal hin und her rangieren, wo dann nachher auch, weiß ich nicht, der Anhänger wohl einmal fest war. Dann ist mir der Rückwärtsgang rausgesprungen. Aber das macht da, so wie ich das jetzt auch aus der Community erfahren habe, macht das Getriebe das automatisch, wenn es irgendwo nach hinten hin, ja, wie blockiert arbeitet, dann springt er halt raus. Das ist mir dann zweimal passiert mit dem Anhänger. Ja, Bremse habe ich vom Anhänger übrigens vorher alles getestet, geprüft. Das lag jetzt nicht am Anhänger, aber kann sein, dass durch den Winkel und auf jeden Fall habe ich mich richtig geärgert. Das hatte ich dann auch seitdem nicht nochmal. So, das zum Thema Getriebe, weil das immer so ein größeres Thema ist. Aber wie gesagt, ich habe jetzt der letzte Urlaub, die letzten da 5000 Kilometer, das war hammerhart, was da das Auto da geleistet hat im Temperaturbereich und der Motor lief sauber, ordentlich durch, Öl, kein Ölverlust, Differential war alles in Ordnung. Klar, Getriebe hat dann halt einmal rumgezickt den einen Tag. Das war übrigens auch nur wirklich den einen Tag. Die Geschichte an der Autobahn und die Geschichte da in Dubrovnik bei dem Campingplatz. Aber ansonsten auch überhaupt gar keine Probleme gehabt und hoffentlich auch keine weiteren Probleme. Ja, das zur Motortechnik. Aber wie gesagt, man sollte sich das Auto auch nicht kaufen und einfach... Ja, oh, springt an, Motor läuft. Nein, guckt da mal rein, nehmt euch jemanden mit, der da ein bisschen Ahnung von hat. Nach Ölleckagen gucken und. Das mit dem Hinterrad, was heiß geworden ist, wo wir ja den Bremssattel ausgetauscht haben, habe ich dieses Jahr, nachdem ich ihn aus dem Winterlager geholt habe, erneut gehabt. Und zwar diesmal auf der anderen Seite. Das sind einfach nur, man hat so links, rechts 2 Hebel. Wenn ihr die Handbremse zieht, dann ziehen die Hebel nach hinten. Und da ist so ein kleiner Spalt von 1 Millimeter. Wenn sich da Dreck absetzt oder, dann zieht ihr die Handbremse, dann löst ihr die mal und dann bleibt halt ein Hebel hängen, da wo er ist.
Also die Feder, die das Ganze zurückziehen soll, schafft das nicht mehr, weil die vielleicht auch zu alt ist. Ich habe jetzt die Federn mal gewechselt und ja, läuft alles. Alles wunderbar. Wir waren noch mal auf dem Bremsenprüfstand. Also das nur noch mal zum Thema heiße Reifen. Und in Dubrovnik ist mir das passiert, weil das waren ja so Serpentinen, nicht Dubrovnik in Kroatien. Das sind ja auch viele Serpentinen, die man da fährt. Und dann musst du auch öfters mal bremsen. Und dann, ich kenne das halt so, einmal ordentlich in die Bremse treten, so dass 10 km/h circa die Geschwindigkeit reduzierst. Und dann lässt du ihn wieder rollen, damit die Bremsen sich mal ein bisschen wieder abkühlen können. Dann trittst du halt wieder drauf. So habe ich es gelernt. Motorbremse natürlich nutzen. Ja, dabei ist wohl hinten, links war das diesmal. Nee, das war hier rechts. Da habe ich, glaube ich, auch noch ein Bild von. Oder ein Video in dem anderen, in meinem Vlog, kann ich auch mal einblenden. Da sind auch wieder die Bolzen runtergeschmolzen. Aber die Bremse war frei. Ich habe den Wagen sogar, ich habe einen kleinen Wagenheber mit, falls ich dann doch mal einen Radwechsel habe, weil ich ein Reserverad auch mit habe am Anhänger. Habe ich ihn aufgebockt, frei gedreht, war alles in Ordnung. Das ist wirklich die Hitze, die von der Straße gekommen ist. Die Hitze vom Bremsen, aber auch die Sonneneinstrahlung auf die Felge. Ich habe schwarze Felgen, ich Idiot. Also dieses Jahr hat das sowieso sich hier so ein bisschen gerecht mit dieser Farbe. Ich finde sie auch toll und hin und her, aber ja, da kann ich auch so eine schöne Windschutzscheibenabdeckung haben. Die kann ich mir aber auch sparen, weil mit einer grauen GFK-Haube über dem Fahrerhaus, meine Fresse, hat sich das aufgeheizt. Und ich habe noch einen anderen Transporter, da ist von innen oben auch, habe ich auch so eine Haube, aber ist kein Wohnwagen, sondern das ist so ein ja, ich nenne das immer Gartenhure. Aber da wurde schon von Werksseite aus eine Isolierung reingeklebt. Die hat sich auch aufgrund der Hitze irgendwann gelöst. Das sieht aus da wie Katastrophe. Deswegen war für mich klar, die isoliere ich nicht. Aber ja, wie gesagt, die Farbe hat sich da so ein bisschen gerecht. So, das zum Thema. Ich würde mal sagen, ja, Reifen, Bremsen, Technik allgemein.